Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute möchte ich mit euch über einen Mage Skill reden, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt, und zwar heißt der Konoyo High. Nein, er heißt Hot Air. Und Hot Air ist der Level 25 Feuer Skill von Magician. Also Magician hat ja von jedem Element 3 Skills. Bis auf einen machen alle davon Schaden und haben zusätzliche Effekte. Und der zusätzliche Effekt von Hot Air ist Damage over Time. Und zwar über eine Sekunde, 15 Sekunden lang auf Level 20. Also das heißt, wenn der Skill Level 20 ist, hast du für 15 Sekunden pro Sekunde einmal Schaden, also 15 mal Schaden, plus den Initial Schaden. Also der Skill an sich macht Schaden, plus 15 mal Damage over Time. Was ziemlich viel ist tatsächlich. Und vor allem gegen Windmonster ist das ziemlich krass. Denn man greift ein Windmonster an und dann kann man es, gegebenenfalls, kommt natürlich aufs Equipment und die genauen Umstände an, aber wenn das Equipment eben ausreicht, beziehungsweise die Buffs ausreichen, dann kann man tatsächlich ein Monster sozusagen one-shotten. Der einzige Nachteil ist halt, dass es nicht sofort stirbt, sondern eben durch den Damage over Time Schaden. Und das heißt halt, innerhalb dieser 15 Sekunden stirbt irgendwann dieses Monster. Wenn man mehr Schaden macht, stirbt schneller. Wenn man weniger Schaden macht, dann halt erst gegen Ende dieser 15 Sekunden. Und bevor wir weiterreden, demonstriere ich das jetzt mal. Ich weiß übrigens, dass ich Level 59 bei Level 52er Monstern bin. Das ist jetzt rein zu Demonstrationszwecken. Also ich greife einmal das Monster an, es kriegt 3500 Schaden. Und jetzt laufen die 15 Sekunden und es kriegt pro Sekunde 500 Schaden. Das heißt, 15 mal 500, also grob gerechnet, sind 7500. Plus die über 3000 Schaden sind in dem Fall weit über 10.000. Und ja, das Monster hier hat nur 9700 Leben. Das heißt, ich greife einmal an und dann stirbt es einfach. Das heißt, ich kann bereits das nächste Monster angreifen. Das wird dann auch daran sterben. Ich greife das nächste Monster an, das wird auch daran sterben. Und dann muss ich quasi nichts mehr machen. Die Monster laufen mir hinterher. Ich muss halt fooden, ich muss healen. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich nicht sterbe. Aber die Monster sterben sozusagen durch einen Hit. Also ich kann jetzt einfach stehen bleiben. Und ja, die machen mir jetzt eh nicht mehr so viel Schaden, weil ich ja wie gesagt im Level ein bisschen höher bin, zu Demonstrationszwecken. Und man sieht, nach und nach fallen sie einfach um und sind tot. Und das ist eine ganz coole Level-Taktik. Das ist im Endeffekt die gleiche Level-Taktik, die man mit Moonbeam verwendet, wenn man als FS-Support, also Full-Int-Assist, der quasi mit dem Knuckle nicht wirklich was ausrichten kann, trotzdem Solo-leveln möchte, dann wäre die einzige Möglichkeit, das über Moonbeam zu machen. Und Hot Air verfolgt im Endeffekt das gleiche Prinzip. Der einzige Unterschied ist eben, dass man gegen Windmonster wesentlich mehr Schaden macht, weil der Skill Feuer ist. Und Feuer ist gegen Wind sehr effektiv in Flyf. Und das heißt, man macht bei Windmonstern deutlich mehr Schaden. Das heißt, bei Windmonstern hat man auch wirklich eine gute Chance, dass einmal diesen Skill zu benutzen ausreicht, um ein Monster wirklich zu one-shotten. Kommt, wie gesagt, natürlich auf die genauen Umstände an. Und ich sage mal so, es ist vermutlich eher eine Taktik für Leute, die bereits einen Charakter haben. Das heißt, wenn ihr euch mit einem Ringmaster supporten könnt, vor allem durch den Skill Spiritual Fortune, da muss man natürlich sagen, das macht die Möglichkeit, dass da ein One-Shot rauskommt, deutlich wahrscheinlicher, deutlich angenehmer generell. Aber es ist auch nicht unmöglich, das als Erstcharakter zu erreichen. Muss man da eben gegebenenfalls dann auf Power-Ups oder so zurückgreifen. Aber ich sag mal so, Power-Ups kriegt man vom Spiel tatsächlich einigermaßen moderat viele. Kommt natürlich auch darauf an, ob man bei der Spielzeitbelohnungen Glück hat, aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, auch mal ein Power-Up, also ein Upcut-Stone ist hier vor allem das Wichtigste. Upcut-Stone-Power-Scroll wären hier die Power-Ups, die am meisten pushen. Gegebenenfalls auch ein Int-Elixier. Und ja, darauf hat man auch Free-to-Play theoretisch Zugriff. Aber natürlich, wenn man bereits existierende Charakter hat, dann ist es natürlich deutlich leichter hier, diese One-Shots zu bekommen. Und hier kommt uns dann Flyfipedia mal wieder zugute. Und zwar können wir hier filtern. Wir gehen auf Flyfipedia, dann unter Monster und dann sortieren wir hier nach Wind, beziehungsweise wählen einfach alle Monster aus, die Wind sind. Und dann wird leider schnell klar, wenn man hier nochmal auf die erste Seite zurückschaut, die meisten Monster genau um den Level 25er Bereich, weil ab Level 25 ist ja leider erst der Skill verfügbar, sind nicht Wind. Die ersten Monster, bei denen man tatsächlich leveln würde, die auch tatsächlich Wind sind, fangen leider erst mit 35 an, also 10 Level später. Hier die Small Hobo. Das ist ganz schön ärgerlich. Jetzt wird es wieder resettet. Das ist ganz schön ärgerlich, weil halt vor allem der Mars Dungeon, der eine sehr beliebte Levelmöglichkeit bis zumindest Level 27, Level 28 sowas in dem Dreh ist. Also ich bleibe immer bis 27 im Mars Dungeon. Genau dort finden sich zum Beispiel keinerlei Windmonster. Und das ist wirklich sehr schade. Und ja, aber dann Hobo, also in St. Morning, wo man dann tatsächlich auch ein bisschen länger schon für sein Level-Up braucht, sind Wind. Das heißt, hier geht es dann wirklich los. Dann Neparuba, die Flugmonster sind tatsächlich auch Wind.
Ob das so eine große Rolle spielt, ist halt die Frage. Dann geht es weiter bei Card Puppet. Die sind auch eine beliebte Levelmöglichkeit. Also die sind tatsächlich echt beliebt, weil die haben echt eine gute Mobdichte für St. Morning und die Quest-Items dort sind auch wichtig, weil man auf dem Level nicht mehr so krass grinden kann. Danach geht es weiter im Garden of Rises mit den Basque. Das sind leider die normalen. Da hat man leider einen großen Nachteil, weil die sind Fernkämpfer. Das heißt, die schießen einem, sobald man sie angreift, sofort den Hit hinterher. Aber wie gesagt, Fuden und Healen muss man sowieso die ganze Zeit, sonst wird diese Level-Taktik sowieso nicht aufgehen. Dann Leena in Darkon 1 sind auch Wind. Und dann geht es weiter bei den Steel Knight, leider nur die normalen Steel Knights, also Leena sind alle Wind, Steel Knight leider nur die normalen. Dann Rhizome, die sind auch wieder alle Wind, das ist auch ganz angenehm. Und gut, danach ist es dann schon nicht mehr so relevant. Ich denke mal, die einzigen Monster, die hier vielleicht noch in Frage kommen, sind die Aether Guard, Small und Captain und vielleicht die normalen Garbage Spider. Aber danach ist man dann normalerweise spätestens Psykeeper oder Elementor. Und gut, dann levelt man wahrscheinlich nicht mehr mit Hot Air. Beziehungsweise haben die Monster hier auch tatsächlich viel zu viel HP, dass ein One-Shot überhaupt noch realistisch ist. Da bräuchte man dann schon viel zu gutes Equipment, um noch 22.240 Schaden mit einem Skill zu machen. Das ist dann schon eher unrealistisch. Aber ich habe es selber ausprobiert, also Rhizome gehen auf jeden Fall noch klar. Mit Power-Ups, mit Link Attack und solchen Sachen ist es auf jeden Fall noch möglich. Und das ist wirklich eine sehr entspannte Level-Methode. Das heißt also, was haben wir jetzt gelernt? Also, wenn ihr relativ gutes Equipment habt, beziehungsweise einen Ringmaster-Support und gegebenenfalls auch Power-Ups benutzt oder halt Party-Scrolls habt, Link Attack, wie auch immer, dann sollte es euch in der Regel möglich sein, Monster mit Hot Air zu one-shotten. Sollte es nicht funktionieren, also das heißt immer, wenn ihr keine Power-Ups, wenn ihr keinen Link Attack habt oder auch keinen M-Support, dann könnt ihr es auch so machen, dass ihr einfach zweimal Hot Air benutzt und dann die Monster durch den Damage over Time sterben lasst. Also bei Windmonstern vor allem. Wenn die Monster nicht Wind sind, ich habe es ausprobiert, kann es auch funktionieren, wenn man wirklich guten Schaden macht. In aller Regel wird es aber darauf hinauslaufen, dass ihr tatsächlich dann keine One-Shots hinbekommt, mindestens 2 Skills benutzen müsst, im schlimmsten Fall sogar 3 und dann, naja, lohnt sich schon nicht mehr so sehr, dann kann man auch einfach ganz normal mit dem richtigen Element bei diesem Monster leveln. Also es ist vor allem eine Taktik gegen Windmonster, also wie gesagt, man hat sehr gutes Equipment, dann gerne auch anders. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon. Also es ist im Endeffekt sehr simpel und das gleiche wie mit Moonbeam, funktioniert sehr gut. Und vor allem, wenn man Power-Ups benutzt, also ich bin jetzt keiner, der hier wirklich sagt, gebt euer ganzes Geld für Power-Ups vor Level 60 aus, also ganz und gar nicht, aber man kriegt ja doch, wie gesagt, ab und zu durch Events oder auch durch den Startbonus und so, hier und da mal ein paar Sachen gratis. Und ich sage lediglich, wenn ihr diese Power-Ups benutzt, dann solltet ihr sie halt möglichst darauf abstimmen, dass ihr halt ein Windmonster in dem Bereich ist, wo ihr gerade euch aufhaltet und dass ihr dann halt bei diesem Windmonster eventuell grindet, weil selbst wenn das Monster nur 2 oder 3 Level über euch ist, wenn ihr One-Shots macht und wirklich so durchlauft, wie ich das jetzt gerade mache, also nehmt ein Monster, greift es an und lauft zum nächsten Monster, kann man by the way auch mit Blinkpool kombinieren, kostet allerdings halt einige Skill-Punkte dann, das heißt ihr könnt andere Skills nicht maxen, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich sag mal so, es funktioniert auch ohne Blinkpool. Wenn die Mobdichte gut ist, dann braucht ihr auf jeden Fall keinen Blinkpool, wobei dann natürlich das Healing wieder wichtiger ist, aber ohne Healing funktioniert das so oder so nicht, auch nicht mit Blinkpool, weil viele Monster sind einfach Fernkämpfer, die schießen euch dann Schüsse hinterher, denen ihr sowieso nicht unbedingt ausweichen könnt, außer ihr macht halt Blinkpool bis ans Ende des Universums, aber dann verliert ihr halt wieder XP, weil ihr nicht genügend Monster angreift. Auf jeden Fall, wenn ihr das halt macht, und die Monster sind nur ein paar Level über euch und ihr denkt euch, naja, aber wenn die Monster jetzt 6, 7 Level über mir wären, würde sich das nicht mehr lohnen. Würde es sich tatsächlich nicht, weil die Masse macht es halt einfach. Also selbst wenn die Monster nicht mehr so viel XP geben, nur noch knapp über euch sind, wenn ihr davon pro Stunde 3, 4, 500 Monster mehr tötet als von den höheren Monstern, dann macht ihr bei den niedrigeren trotzdem mehr XP. Und außerdem macht ihr auch viel mehr Loot. Macht es natürlich im niedrigen Levelbereich, also vor Level 50, vor Level 60, keinen so großen Unterschied, weil selbst ein volles Inventar auf Level 40 ist gerade mal 300.000 Penja vielleicht wert. Das stimmt, aber es geht ja auch um Quest-Items und andere Sachen, also man kann sich halt einfach die, Zeit, wo man grindet, ein bisschen erleichtern und wenn man, wie gesagt, sowieso Power-Ups benutzt, dann einfach darauf achten, dass möglichst ein Windmonster in der Nähe ist, wenn man Magician spielt und dann hier eben mit Hot Air durchrasiert. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und eine Sache noch, die auf jeden Fall hilfreich wäre, die ich tatsächlich nicht hatte. Also wenn ihr diese Sache habt, könnt ihr legit auf einen Power-Up zum Beispiel verzichten, denn man kann ja auf Wands, also auf Waffen, Skill-Damage bekommen und unter anderem eben auch Hot Air Damage. Und das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Also ich bin Level 59 und habe keine einzige Waffe gedroppt, die Hot Air Damage, Skill Damage hatte. Und das heißt, wenn ihr es tatsächlich hinbekommt, sowas wie ein Branch of Rises oder generell einfach eine gute NPC-Waffe mit Hot Air Damage zu droppen,
dann spart ihr euch damit ein volles Power-Up und die One-Hits werden noch umso wahrscheinlicher, wenn ihr so eine Waffe habt. Also da auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr Wands droppt oder auch Stuffs von mir aus, ist egal. Funktioniert theoretisch mit beiden. Und da ist irgendwo Hot Air Damage drauf, dann nehmt den, weil damit wird es nochmal umso viel leichter, wirklich die One-Hits zu verteilen. Und das war's im Endeffekt. Also gibt eigentlich nicht so viel zu beachten. Also nochmal die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Skill Damage auf der Waffe. Ein Supporter, der euch healt, selbst wenn es kein Ringmaster ist. Ihr braucht auf jeden Fall Heal oder gutes Food. Also wenn ihr keinen Healer habt, dann auf jeden Fall gutes Food. Aber ohne Healer, sage ich euch ganz ehrlich, wird's wirklich hardcore. Egal ob Blinkpool oder nicht. Und ansonsten halt, es funktioniert grundsätzlich eigentlich nur bei Windmonstern. Bei allen anderen Monstern theoretisch auch. Aber dann braucht ihr umso viel höheren Schaden und vermutlich mindestens 2 Skills. Und naja, dann kommt es halt wie gesagt darauf an, ob sich das dann noch lohnt, muss man dann selber ausprobieren. Aber bei Windmonstern, volles 2 Daumen nach oben mit Hot Air zu leveln. Ist richtig geil, macht Spaß. Ist ein bisschen anstrengender, muss man sagen, aber es geht halt auch schneller. Also in Flife ist es generell so, wenn irgendwas schneller geht, ist es grundsätzlich auch herausfordernder. Das heißt, entweder man braucht besseres Equipment oder bessere Grundvoraussetzungen oder es kostet mehr oder es ist eben einfach anstrengender. Also sind so die Trade-offs, die man in Flife hat. Ja. Also wenn man einfach nur doppelklickt, Gehirn ausschaltet und quasi gar nichts macht, so ungefähr, dann geht es am langsamsten. Und je krasser man sich, sag ich mal, einsetzt, also zum Beispiel hier, man greift 30 Monster auf einmal an und lässt sie an Damage over Time sterben, naja, dann kriegt man halt entsprechend auch deutlich mehr XP. Aber man muss halt auch extrem viel mehr aufpassen, weil eine falsche Bewegung, einmal kurz stehen bleiben, einmal kurz am Hintern kratzen und man ist halt tot. Das ist halt der Trade-off in Flife. Und ja, wenn ihr das beachtet, sollte es eigentlich kein großes Problem sein. Und dann würde ich sagen, danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und vielleicht blende ich jetzt noch kurz Gameplay ein von den Ryzems, wo ich Power-Ups anhatte, um euch das nochmal zu demonstrieren, wie das im härtesten Hardcore-Fall aussieht, um zu zeigen, wie das dann so nochmal in der echten Praxissituation aussieht. Bis zum nächsten Mal mit Flife Universe. Haut rein. Ciao, ciao. Mal sehen, ob ich mir das dann mal leiste. Das 120er ist noch gar nicht gesehen. Ja, das wird für Knight auch unbezahlbar sein, was das mit Abstand beste Tankset ist. Minus 15% eingehender Schaden. Und höherer Death-Wert als Naiad natürlich. Das sowieso. Plus 25% HP-Rate. Also das ist die... Das ist... Also wenn du wirklich Tank sein willst, dann ist das das beste Set mit Abstand. Also allein schon 10% HP mehr ist ja auch schon heftig, wenn du wirklich SDA gestattet hast und so. Das ist schon crazy gut. Aber deswegen, vor allem für Knight wird es wahrscheinlich das... Könnte es sogar sein, dass... Ja doch. Könnte sein, dass Knight das teuerste sein wird davon. Jester wahrscheinlich das günstigste. Wie immer bei Jester, verdammt nochmal. Die Klasse kannst du einfach beim ID kaufen. Hallo, willkommen bei ID. Was hätten Sie gern? Haben Sie Jester? Natürlich haben wir Jester. Jester ist immer im Sonderangebot bei uns bei ID. Holen Sie sich einfach Jester bei uns im Sonderangebot. Minus 85% Rabatt auf Jester. Die Jester ID-Wochen. Jetzt zuschlagen. Budget ass Class. Ja, und ich denke mal, dass also von dem Commentary jetzt mal abgesehen, veranschaulicht das Ganze ganz gut. Also ihr greift an, healt, lauft, greift an, healt, lauft, greift an, healt, lauft. Im Endeffekt immer der gleiche Rhythmus. Ich foode halt recht wenig, weil ich weiß, dass es Heal kommt. Und habe da auch kein besonders gutes Food. Gut, jetzt habe ich auf Star Candies gewechselt. Mit Star Candies muss ich tatsächlich sagen, stellt man ja über 1000 AP her. Ich habe gerade mal 3700. Das heißt, in dem Fall würde es auch mit Star Candies funktionieren. Nur der Unterschied bei Ryzem war halt, die haben halt relativ viel Schaden gemacht. Also die machen generell recht viel Schaden, weil es so ein bisschen stärkere Monster sind, als jetzt die direkten Vergleichspartner. Hier in dem Fall wären Driller. Muss man ein bisschen mehr aufpassen. Aber, weil man auch dazu sagen muss, gut, wenn er jetzt noch ein Level höher ist, mit Ancient Shield zum Beispiel und sein Set vielleicht mal plus 3 machen würde, was ich beides nicht habe, weil ich in dem Fall erst Level 56 bin, kann man hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen mit weniger Damage und dann quasi mehr Food wahrscheinlich arbeiten. Aber ja, man sieht es recht gut, also es ging extrem schnell, also ich habe 3 Charakter zeitgleich gelevelt und habe in einer Stunde über 130% gemacht mit Amplis und Power-Ups, also nur einer Ampli, by the way. Also es ging wirklich super schnell und war echt crazy, also es ist nur zu empfehlen im Endeffekt.
Wie gesagt, hauptsächlich gegen Windmonster und je besser das Equipment, je mehr Power-Ups, desto leichter sind die One-Shots. Aber je nach Level, je nach Equipment ist es immer theoretisch möglich. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.